Lektion 1: Einen gesunden Lebensstil pflegen. Das klingt machbar. Was kann ich sonst noch tun, um gesund und aktiv zu bleiben? Es ist wichtig, nahrhafte Mahlzeiten zu sich zu nehmen, und ebenso wichtig ist es, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auf jeden Fall. Ich versuche, eine Vielzahl von Obst und Gemüse in meine Ernährung einzubauen. Das ist ein toller Ansatz. Durch die Abwechslung erhalten Sie eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen. Um fit zu bleiben, möchte ich auch regelmäßige Bewegung in meinen Alltag integrieren. Das ist eine fantastische Idee. Wenn Sie Aktivitäten finden, die Ihnen Spaß machen, fällt es Ihnen leichter, dabei zu bleiben. Genau. Ich denke darüber nach, Cardiotraining mit etwas Krafttraining zu kombinieren, um das Gleichgewicht zu halten. Das klingt nach einem soliden Plan. Beständigkeit ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Ich bin gespannt, loszulegen und zu sehen, wie sich diese Änderungen positiv auf mein Wohlbefinden auswirken. Lektion 2: Besuch des Buckingham Palace. Wenn Sie in London sind, sollten Sie unbedingt den Buckingham Palace besuchen. Haben Sie die Wachablösung gesehen, als Sie dort waren? Ja, das habe ich. Es war eine faszinierende Erfahrung voller Tradition und Zeremonie. Das kann ich mir vorstellen. Die Präzision und Disziplin der Wachen ist beeindruckend. Absolut. Die Farben ihrer Uniformen vor der Kulisse des Palastes sind atemberaubend. Es ist auch eine tolle Gelegenheit zum Fotografieren. Haben Sie unvergessliche Aufnahmen gemacht? Ich habe ziemlich viele gemacht. Die Atmosphäre rund um den Palast ist so lebendig und voller Leben. Das ist wunderbar. Es sind solche Erlebnisse, die das Reisen so bereichern. Dem kann ich nur zustimmen. Bei jedem Besuch lerne ich etwas Neues über Geschichte und Kultur. Lektion 3: Dopingtests im Sport. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie die Dopingtests bei den Olympischen Spielen begannen und einen entscheidenden Moment in der Geschichte des menschlichen Sports darstellten. Absolut. Es war ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung von Fairness und Integrität im Sportwettbewerb. Zuvor hatten Sportler oft leistungssteigernde Substanzen eingenommen, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen hatte. Ja, und es wirft ernsthafte ethische Fragen darüber auf, was es bedeutet, fair zu konkurrieren. Genau. Die Einführung von Dopingtests hat dazu beigetragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Teilnehmer zu schaffen. Und das tat es. Außerdem ermutigte es die Athleten, sich auf ihr Training und ihre natürlichen Fähigkeiten zu konzentrieren, anstatt Abkürzungen zu nehmen. Ich denke, das ist unglaublich wichtig für den Sportsgeist. Auf jeden Fall. Es unterstreicht die Vorstellung, dass harte Arbeit und Hingabe der Schlüssel zum Erfolg im Sport sind. Ich frage mich, wie sich die Testmethoden im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben, um mit neuen Substanzen Schritt zu halten. Lektion 4: Reisepläne. Ich denke darüber nach, Frankreich, Italien und Spanien zu besuchen. Haben Sie Empfehlungen, was ich mir ansehen sollte? Das sind fantastische Möglichkeiten. Jedes Land hat seinen eigenen Charme und seine eigenen Attraktionen. Auf jeden Fall. In Frankreich habe ich gehört, dass man den Eiffelturm unbedingt sehen muss. Auf jeden Fall. Verpassen Sie auch nicht den Louvre. Er beherbergt unglaubliche Kunstwerke. Tolle Vorschläge. Was ist mit Italien? Gibt es dort Highlights?
Mit Venedig und seinen wunderschönen Kanälen können Sie nichts falsch machen und die Geschichte Roms ist einfach atemberaubend. Ich werde diese unbedingt zu meiner Liste hinzufügen. Und was ist mit Spanien? Die Architektur Barcelonas, insbesondere die Werke Gaudís, ist wirklich bemerkenswert, also sollten Sie unbedingt einen Besuch abstatten. Das klingt alles fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, die Kulturen zu erkunden und in sie einzutauchen. Lektion 5: Wunder der Tierwelt. Ich kann nicht glauben, wie schön dieser Ort ist, sehen Sie sich die Bäume und den offenen Himmel an. Es ist wirklich atemberaubend und stellen Sie sich vor, mit etwas Glück können wir sogar ein paar Wildtiere beobachten. Absolut, ich wollte schon immer mal ein Reh in seinem natürlichen Lebensraum sehen. Meinst du, wir sollten ein Fernglas einpacken? Ja, das wäre eine tolle Idee. Mit einem Fernglas können wir die Tiere, denen wir begegnen, aus der Nähe betrachten. Und wie sieht es mit Snacks aus? Ich habe gehört, dass Wandern richtig hungrig macht. Auf jeden Fall. Wir sollten etwas Studentenfutter und vielleicht ein paar Sandwiches für unser Abenteuer einpacken. Das klingt perfekt. Wir sollten auch viel Wasser mitnehmen, um während der Erkundung hydriert zu bleiben. Gut gedacht. Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen ist wichtig, besonders wenn wir längere Zeit in der Sonne sind. Sollten wir auch in Erwägung ziehen, eine Kamera mitzunehmen, um die Momente festzuhalten, die wir finden? Lektion 6: Historische Schätze. Ich habe so viel über die historischen Stätten in dieser Gegend gehört. Haben Sie welche besucht? Noch nicht, aber ich habe gelesen, dass es einige faszinierende Sehenswürdigkeiten gibt, die einen Besuch wert sind. Welche davon muss man Ihrer Meinung nach unbedingt gesehen haben? Ich denke, wir sollten uns unbedingt die alte Festung ansehen. Sie ist reich an Geschichte und bietet eine atemberaubende Aussicht. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, wenn Geschichte und schöne Landschaft zusammenkommen. Und vergessen Sie nicht das nahegelegene Museum, es zeigt Ausstellungen, die die lokale Kultur präsentieren. Ich bin immer dafür da, etwas Neues zu lernen, insbesondere über die Geschichte der Gegend, die wir besuchen. Außerdem konnten wir an einer Führung teilnehmen, um tiefere Einblicke in die historische Bedeutung der einzelnen Städten zu erhalten. Super Idee. So entgehen uns keine spannenden Geschichten und Fakten. Lektion 7: Gruppendynamik. Ich habe gerade erfahren, dass wir in Gruppe 4 sind, das bedeutet, wir müssen organisiert bleiben. Ja, stellen wir sicher, dass wir auf alle für uns geplanten Aktivitäten vorbereitet sind. Meinen Sie, wir sollten unsere Strategie für das Gruppenprojekt besprechen? Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass wir alle unsere Rollen verstehen und wissen, was zu tun ist. Ich schlage vor, dass wir damit beginnen, die Stärken jeder Person zu identifizieren, damit wir sie effektiv nutzen können. Das ist ein kluger Ansatz. Jeder fühlt sich engagierter, wenn er seine Stärken ausspielt. Und vielleicht könnten wir einen Gruppenchat einrichten, um alle während des gesamten Projekts auf dem Laufenden zu halten. Ich finde diese Idee super. Sie erleichtert die Kommunikation und sorgt dafür, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Außerdem hilft es uns, Termine und Verantwortlichkeiten im Auge zu behalten. Lektion 8: Nachhaltige Entscheidungen. In letzter Zeit habe ich mich mit Unternehmen beschäftigt, die in ihren Praktiken Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das ist großartig. Es ist so wichtig für Unternehmen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen. Genau. Ich glaube, dass die Unterstützung nachhaltiger Unternehmen einen echten Unterschied machen kann.
Haben Sie Marken gefunden, die Ihnen besonders auffallen? Ja, es gibt einige, die sich auf umweltfreundliche Produkte und ethische Beschaffung konzentrieren. Ich würde gerne mehr über sie erfahren. Es ist immer gut, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir sollten auch lokale Unternehmen erkunden, die möglicherweise nachhaltige Angebote haben. Auf jeden Fall. Die Unterstützung lokaler Unternehmen kann dazu beitragen, die Gemeinschaft zu stärken und gleichzeitig umweltbewusst zu handeln. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen unserer Kaufgewohnheiten zu größeren Auswirkungen führen können. Lektion 9: Kreative Formen. Ich habe über all die verschiedenen Formen nachgedacht, die wir mit unseren Formen erstellen können. Das klingt nach einem lustigen Projekt. Welche Formen ziehen Sie in Betracht? Ich dachte, wir könnten zur Abwechslung Sterne, Herzen und sogar einige geometrische Formen machen. Das sind tolle Ideen. Die Verwendung verschiedener Formen wird unsere Kreationen definitiv interessanter machen. Und wir können auch mit Farben experimentieren, das Mischen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen. Ja, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie lebendig alles wird, besonders mit den richtigen Farben. Wir sollten auch über die Materialien nachdenken, die wir für unsere Formen verwenden möchten. Guter Punkt. Die Wahl der richtigen Materialien bestimmt das endgültige Aussehen und die Haptik unserer Kreationen. Ich freue mich darauf, dieses Projekt zu starten und zu sehen, welche erstaunlichen Formen wir uns ausdenken können. Lektion 10: Trendige Bademode. Ich habe von einigen fantastischen Geschäften im Einkaufszentrum gehört, die trendige Bademode verkaufen. Oh, das klingt spannend. Ich habe nach einem neuen Badeanzug für den bevorstehenden Strandausflug gesucht. Es gibt ein Geschäft, das auf einzigartige Designs spezialisiert ist. Ich glaube, die Kollektion würde Ihnen gefallen. Das ist genau das, was ich brauche. Ich möchte etwas Stylisches und dennoch Bequemes zum Schwimmen. Außerdem sind sie in verschiedenen Größen erhältlich, sodass Sie die perfekte Passform finden. Das weiß ich zu schätzen. Es ist so wichtig, Marken zu unterstützen, die sich an alle Körpertypen richten. Wir sollten einen Shoppingtag einplanen, das Anprobieren verschiedener Styles kann viel Spaß machen. Auf jeden Fall. Und wir können uns gegenseitig dabei helfen, die besten Optionen auszuwählen. Ich kann es kaum erwarten, die neuesten Trends zu sehen. Es ist immer aufregend, unsere Sommergarderobe auf den neuesten Stand zu bringen. Lektion 11: Tägliche Kosten. Super! Wie viel kostet es pro Tag für unsere Aktivitäten? Es sind etwa $50 pro Tag, was für alles, was wir tun werden, angemessen erscheint. Darin sind Mahlzeiten und etwaige Eintrittsgelder für Attraktionen enthalten, richtig? Ja, genau. Wir können unsere Zeit genießen, ohne uns zu viele Gedanken über die Ausgaben machen zu müssen. Ich denke, wir sollten unsere Mahlzeiten im Voraus planen, um das Beste aus diesem Budget herauszuholen. Das ist eine clevere Idee. Wir können einige erschwingliche und dennoch köstliche Optionen finden. Und vielleicht können wir sogar einige Mahlzeiten selbst zubereiten, um noch etwas mehr zu sparen. Das finde ich toll. Gemeinsames Kochen kann Spaß machen und eine tolle Möglichkeit sein, die Bindung zu stärken. Insgesamt klingt es so, als würden wir eine tolle Zeit haben und gleichzeitig unsere Kosten effektiv verwalten. Lektion 12: Umweltfreundliche Reinigung. Ja, ich habe versucht, Wege zu finden, um zu reinigen, ohne die Umwelt zu schädigen. Das ist ein fantastisches Ziel. Es gibt so viele natürliche Alternativen, die wir nutzen können. Ich habe gelesen, dass Essig und Backpulver für verschiedene Reinigungsaufgaben verwendet werden können.
Das sind großartige Optionen. Sie sind effektiv und sicher für den Planeten, eine Win-Win-Situation. Ich interessiere mich auch für die Erforschung biologisch abbaubarer Reinigungsprodukte. Ja, diese können eine gute Wahl sein, da sie auf natürliche Weise zerfallen und die Umwelt nicht verschmutzen. Wir sollten uns auch mit DIY-Reinigungslösungen befassen, es kann Spaß machen, eigene herzustellen. Ich stimme zu. Außerdem können wir die Düfte und Zutaten nach unseren Wünschen anpassen. Es ist so befriedigend zu wissen, dass wir Entscheidungen treffen, die sowohl unserem Zuhause als auch der Umwelt zugutekommen. Lektion 13: Historische Ereignisse. Und die Indianer wurden friedlich, doch Ende 1609 wurde Smith bei einem unerwarteten Vorfall verletzt. Das klingt nach einem bedeutenden Wendepunkt in ihrer Geschichte. Was genau ist passiert? Smith wurde bei einem Gefecht verletzt, was die Beziehung zu den einheimischen Stämmen dramatisch beeinträchtigte. Ich kann mir vorstellen, wie entscheidend dieser Moment für beide beteiligten Seiten war. Ja, es führte zu einer Veränderung der Dynamik und beeinflusste die Zukunft ihrer Interaktionen. Die Geschichte ist so faszinierend, das Verständnis dieser Ereignisse hilft uns, aus der Vergangenheit zu lernen. Genau. Es ist wichtig zu erkennen, wie die Geschichte unsere Gegenwart und Zukunft prägt. Ich würde gerne mehr über diese Zeit und ihre Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft erfahren. Suchen wir nach Dokumentationen oder Büchern, die tiefer in diese historischen Ereignisse eintauchen. Lektion 14: Abendessen-Vorbereitungen. Brauchen wir nicht auch etwas Fleisch zum Abendessen? Ja, lasst uns etwas Hühnchen und Hackfleisch für Abwechslung in unsere Mahlzeiten bringen. Das klingt gut. Wir können ein leckeres Pfannengericht oder vielleicht ein paar Burger machen. Ich finde beide Ideen toll. Es wird schön sein, Optionen für unsere Abendessenpläne zu haben. Sollten wir zum Fleisch auch etwas Gemüse in Betracht ziehen? Auf jeden Fall. Frisches Gemüse verleiht unseren Mahlzeiten Geschmack und Nährstoffe. Ich denke an Paprika und Brokkoli, sie passen sowohl zu Hühnchen als auch zu Rindfleisch. Tolle Auswahl. Außerdem verleihen sie unseren Gerichten einen schönen Farbtupfer. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam zu kochen und ein wunderbares Abendessen voller toller Aromen zu genießen. Lektion 15: Wochenendabenteuer. Ich kann nicht glauben, wie viele Orte wir dieses Wochenende erkunden wollen, es wird ein echtes Abenteuer. Absolut. Ich habe mich schon darauf gefreut, die neue Kunstausstellung in der Innenstadt zu besuchen, sie klingt faszinierend. Stimmt's? Außerdem soll es beim Food Festival im Park einige fantastische lokale Gerichte zum Probieren geben. Oh, ich kann mir schon die köstlichen Düfte vorstellen, die durch die Luft wehen, während wir herumlaufen. Und wir sollten unbedingt bei der versteckten Buchhandlung vorbeischauen, von der ich gehört habe. Vielleicht gibt es dort ein paar seltene Fundstücke. Ja, ich liebe die Idee, einen gemütlichen Ort voller Bücher und vielleicht sogar einige einzigartige Souvenirs zu entdecken. Vergessen wir nicht das Open-Air-Konzert am Abend, es ist ein perfekter Abschluss des Tages. Das klingt unglaublich. Wir sollten zuerst etwas essen und dann zum Konzert gehen. Einverstanden. Ich kann es kaum erwarten, all diese Erlebnisse mit Ihnen zu teilen. Es wird unvergesslich. Lektion 16: Erste Erfahrungen.
Da ich zum ersten Mal hier bin, möchte ich unbedingt alles in mich aufnehmen, was dieser Ort zu bieten hat. Das ist ein toller Ansatz. Es ist immer spannend, neue Orte zu erkunden, aber man sollte sich auch Zeit nehmen. Genau. Ich habe darüber nachgedacht, eine Führung zu buchen, um die Geschichte der Gegend wirklich zu verstehen. Das ist eine gute Idee, ein sachkundiger Reiseführer kann das Erlebnis wirklich bereichern. Außerdem führen Sie uns vielleicht zu einigen versteckten Juwelen, die nicht in den üblichen Reiseführern stehen. Auf jeden Fall. Ich liebe es, abgelegene Orte zu entdecken, die ihren ganz eigenen Charme haben. Und ich möchte jeden Moment festhalten, also werde ich jede Menge Fotos machen, um mich an dieses Abenteuer zu erinnern. Das ist der richtige Geist. Fotos sind eine großartige Möglichkeit, diese Erlebnisse noch lange nach ihrem Ende wieder zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, all die Geschichten und Erinnerungen von dieser Reise mit Freunden zu Hause zu teilen. Lektion 17: Erinnerungsboxen. Hey, hast du schon mal eine Erinnerungsbox angelegt? Ich finde, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, liebgewonnene Dinge aufzubewahren. Ja, ich habe eins. Es ist voller Erinnerungsstücke aus verschiedenen Momenten meines Lebens, die mir viel bedeuten. Das ist wunderbar. Was für Dinge bewahren Sie dort auf? Ich habe alte Briefe, Eintrittskarten von Konzerten und sogar ein paar Fotos, die schöne Erinnerungen wecken. Das klingt nach wertvollen Andenken. Ich glaube, ich möchte auch eines für mich selbst erstellen. Das sollten Sie unbedingt tun. Es ist ein sehr persönliches Projekt und ermöglicht Ihnen, über Ihre Reise nachzudenken. Ich liebe die Vorstellung, diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, wann immer ich nostalgisch werde oder einfach nur lächeln möchte. Es kann so tröstlich sein, auf die Momente zurückzublicken, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Ich möchte, dass meine Erinnerungsbox eine Geschichte über mein Leben erzählt, wobei jeder Gegenstand ein anderes Kapitel darstellt. Lektion 18: Fahrsicherheit. Natürlich muss ein Fahrschüler trotzdem sehr vorsichtig sein. Autofahren ist eine große Verantwortung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, immer einen Experten oder einen lizenzierten Fahrer zur Anleitung im Auto zu haben. Das ist ein guter Punkt. Jemanden mit Erfahrung dabei zu haben, kann wirklich dabei helfen, auf der Straße Selbstvertrauen aufzubauen. Darüber hinaus können Sie Tipps zum Umgang mit verschiedenen Fahrsituationen geben, was von unschätzbarem Wert ist. Genau. Ich erinnere mich, dass ich bei meinen ersten Fahrstunden nervös war, aber der Fahrlehrer hat mir sehr geholfen. Ja, diese Unterstützung macht einen großen Unterschied, es geht vor allem um Übung und darum, Ihre Fähigkeiten schrittweise auszubauen. Und das Erlernen der Straßenverkehrsregeln ist für jeden wichtig, insbesondere für Fahranfänger. Auf jeden Fall. Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, egal wie sicher sich jemand hinter dem Steuer fühlt. Ich denke, es ist für Fahranfänger sehr wichtig, sich Zeit zu lassen und nicht zu überstürzen. Lektion 19: Den Weg finden. Wow, das ist beeindruckend. Hast du dich schließlich zurechtgefunden oder musstest du um Hilfe bitten? Ich musste ein paar Mal nach dem Weg fragen, aber es war eine lehrreiche Erfahrung, die ich zu schätzen wusste. Das ist großartig. Wenn Sie um Hilfe bitten, können Sie oft neue Orte entdecken, die Sie sonst vielleicht nicht in Betracht gezogen hätten. Genau. Manchmal haben die Einheimischen die besten Tipps, wohin man gehen und was man sehen sollte.
Ich liebe die Idee, durch Gespräche mit Einheimischen einen Eindruck von der Kultur der Gegend zu bekommen. Auf jeden Fall. Dadurch dreht sich die Reise nicht nur um das Ziel, sondern auch um die Erlebnisse, die man unterwegs erlebt. Außerdem ist es eine gute Erinnerung daran, dass es in Ordnung ist, Hilfe zu suchen, wenn Sie sich verloren fühlen. Absolut. Jeder hat das schon erlebt und die meisten Menschen helfen gerne einem Mitreisenden. Ich glaube, dass diese Momente der Ungewissheit tatsächlich zu einigen der besten Geschichten führen können. Lektion 20: Strandentspannung. Dort verbrachte ich die meiste Zeit damit, am Strand zu entspannen und im kristallklaren Wasser zu schnorcheln. Das klingt einfach himmlisch. Der Strand ist der perfekte Ort, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Das ist es wirklich. Ich habe es geliebt, im Wasser zu treiben und den bunten Fischen zuzusehen, die unter mir schwammen. Schnorcheln klingt so aufregend. Haben Sie bei Ihren Abenteuern einzigartige Meereslebewesen gesehen? Ja, ich habe ein paar farbenfrohe Korallenriffe und sogar eine Meeresschildkröte entdeckt, die anmutig vorbeiglitt. Wow, das muss ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Ich wollte schon immer mal eine Meeresschildkröte aus der Nähe sehen. Das war es wirklich. Es hat etwas Magisches, im Wasser zu sein und von so viel Schönheit umgeben zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Das Rauschen der Wellen und die Wärme der Sonne müssen so beruhigend gewesen sein. Absolut. Es ist die perfekte Möglichkeit, neue Energie zu tanken und den Alltagsstress zu vergessen. Lektion 21: Nach vorne schauen. Ich freue mich darauf, es wird ein fantastischer Tag voller lustiger Aktivitäten und toller Gesellschaft. Ich kann es auch kaum erwarten. Lasst uns sicherstellen, dass wir an unserem Plan festhalten und jeden Moment zusammen genießen. Auf jeden Fall. Also, wir sehen uns dann am Samstag um 10:30 Uhr, oder? Ja, das ist perfekt. Ich zähle die Tage, bis unser Abenteuer beginnt. Ich auch. Es ist immer schön, sich auf etwas Aufregendes freuen zu können. Auf jeden Fall. Durch die Planung dieser Ausflüge schaffen wir wunderbare Erinnerungen. Und es ist toll, diese Erlebnisse mit Freunden zu teilen, das macht alles noch angenehmer. Ich stimme zu. Lasst uns das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen und so viel wie möglich erkunden. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche Überraschungen der Tag für uns bereithält. Lektion 22: Praktische Standorte. Eine günstige Lage ist bei der Ausflugsplanung immer ein großer Vorteil, sie macht alles viel einfacher. Das ist großartig. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Ich bin zufällig darauf gestoßen, als ich online nach Sehenswürdigkeiten in der Nähe gesucht habe, und es fiel mir sofort ins Auge. Es klingt, als hätten Sie großartige Recherchen durchgeführt. Das Auffinden verborgener Schätze kann unsere Pläne wirklich verbessern. Auf jeden Fall. Und da wir in der Nähe von allem sind, können wir unsere Zeit optimal nutzen, um die Gegend zu erkunden. Genau. Ich liebe es, mir keine Gedanken über lange Reisezeiten machen zu müssen, wenn wir es kaum erwarten können, unser Abenteuer zu beginnen. Und es ist schön, dass wir in unserem Zeitplan flexibel sind, wir können weitere Aktivitäten hinzufügen, wenn wir möchten. Ja. Diese Spontaneität kann zu einigen der schönsten Erlebnisse führen. Ich bin gespannt, was es sonst noch in der Nähe gibt. Es wird Spaß machen, alles zu erkunden.
Lektion 23, Selbstdarstellung. Selbstdarstellung ist ein so wichtiger Aspekt unseres Lebens, sie ermöglicht es uns, unsere Individualität zu zeigen. Ich stimme voll und ganz zu. Es kann befreiend und erfüllend sein, Wege zu finden, sich auszudrücken. Genau. Ob durch Kunst, Mode oder sogar unsere Hobbys, sie spiegeln wider, wer wir sind. Ja, und es kann uns auch mit anderen verbinden, die ähnliche Interessen und Leidenschaften haben. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie Selbstdarstellung Gemeinschaft und Verständnis fördern kann. Außerdem fördert es die Kreativität, was zu neuen Ideen und Perspektiven führen kann. Absolut. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen sich auf einzigartige Weise ausdrücken. Das ist inspirierend. Das ist es wirklich. Wir sollten diese Unterschiede feiern und voneinander lernen. Dem kann ich nur zustimmen. Unsere Individualität zu akzeptieren, bereichert unser Leben und das der Menschen um uns herum. Lektion 24, Richtungen. Entschuldigung, wie komme ich von hier zur Bibliothek? Ich bin etwas verwirrt. Kein Problem. Biegen Sie einfach die zweite Straße links ab und fahren Sie dann geradeaus. Sie sehen es auf der rechten Seite. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Ich hatte Angst, dass ich es nie finden würde. Es ist mir ein Vergnügen. Die Bibliothek ist ein toller Ort für einen Besuch, besonders wenn Sie gerne lesen oder lernen. Das tue ich. Ich liebe es, mich in Büchern zu verlieren und neue Geschichten zu entdecken. Sie werden dort auf jeden Fall viele tolle Ressourcen finden. Es ist ein wunderbarer Ort zum Lernen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Nochmals vielen Dank für die Anleitung, Sie haben mir viel Zeit gespart. Jederzeit. Viel Spaß beim Bibliotheksbesuch und viel Spaß beim Lesen. Das werde ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Lektion 25, kulinarische Abenteuer. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, neue Rezepte auszuprobieren, da es mich wirklich reizt, verschiedene Küchen zu erkunden. Das klingt fantastisch. Ich glaube, Kochen kann eine wunderbare Möglichkeit sein, Kreativität auszudrücken, findest du nicht auch? Absolut. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte und ermöglicht es Ihnen, einen Teil von sich selbst mit anderen zu teilen. Und die Vorfreude, etwas Neues auszuprobieren, kann das Kochen wirklich zu einem Abenteuer machen, meinen Sie nicht auch? Ja, ich kann es kaum erwarten, mit Aromen und Techniken zu experimentieren, die ich noch nie zuvor ausprobiert habe. Das ist der richtige Geist. Haben Sie ein bestimmtes Gericht im Sinn, das Sie eines Tages gerne zubereiten möchten? Ich bin wirklich fasziniert von der authentischen thailändischen Küche, die Balance zwischen süß, sauer und scharf ist einfach faszinierend. Oh, das klingt köstlich. Ich wollte schon immer lernen, wie man ein perfektes Pad Thai zubereitet. Es steht definitiv auf meiner Liste. Ich habe gehört, das Geheimnis liegt in der Soße und der Frische der Zutaten. Lektion 26, verdammte Sicherheit. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht, wie wunderbar Hunde als Begleiter sein können, insbesondere wenn es um Sicherheit geht. Das stimmt. Sie verfügen über ein unglaubliches Gespür und können ihre Besitzer instinktiv beschützen. Außerdem sind sie treu und anhänglich, was sie zu einer großartigen Bereicherung für jede Familie macht. Auf jeden Fall.
Aber es ist auch wichtig, andere Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen, die Sie möglicherweise bereits getroffen haben, oder? Ja, ein umfassender Sicherheitsansatz kann Ihre Seelenruhe wirklich steigern. Haben Sie spezielle Systeme wie Alarmanlagen oder Kameras installiert? Ich habe eine Überwachungskamera und es ist beruhigend zu wissen, dass ich mein Zuhause von überall aus überwachen kann. Das ist clever. Die Kombination von Technologie mit den natürlichen Instinkten eines Hundes scheint eine erfolgversprechende Strategie zu sein. Genau. Ich habe das Gefühl, dass die Anwesenheit eines Hundes für zusätzliche Sicherheit sorgt, besonders wenn ich nicht zu Hause bin. Lektion 27: Mittagessen und Sprache. Ich finde es so bereichernd, Zeit mit englischsprachigen Freunden zu verbringen, es hilft mir wirklich, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das ist großartig. Gespräche mit Muttersprachlern können Ihnen Einblicke geben, die in Lehrbüchern oft fehlen. Auf jeden Fall. Ich genieße unsere Mittagstreffen, weil es dabei nicht nur ums Essen geht, es geht darum, Kontakte zu knüpfen und voneinander zu lernen. Genau. Beim gemeinsamen Essen entsteht eine entspannte Atmosphäre, in der man sich frei austauschen kann. Und das Ausprobieren neuer Gerichte beim Plaudern macht das Erlebnis noch schöner. Welches Gericht teilen Sie bei diesem Mittagessen am liebsten mit anderen? Ich liebe italienisches Essen. Pasta und Pizza sind immer ein Hit und regen zu interessanten Gesprächen über die Kultur an. Das klingt köstlich. Ich denke, dass Gespräche über das Essen das Erlebnis wirklich bereichern können. Ja, und es führt oft dazu, dass man neue Ausdrücke und Vokabeln zum Thema Kochen und Essen lernt. Lektion 28: Gartenpracht. Es ist so befriedigend, einen üppigen und lebendigen Garten zu sehen, finden Sie nicht? Absolut. Ein gesunder Rasen und Garten können einem Zuhause so viel Schönheit und Ruhe verleihen. Ich liebe die einladende Atmosphäre, die dadurch entsteht, insbesondere bei Versammlungen im Freien. Ja, und es bietet auch eine großartige Gelegenheit, mit der Natur in Kontakt zu kommen und zu entspannen. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, mich um meinen Garten zu kümmern, und es ist ein schönes Gefühl, ihn gedeihen zu sehen. Das ist wunderbar. Welche Pflanzenarten haben Sie? Ich habe eine Mischung aus Blumen und Gemüse, jedes trägt seinen einzigartigen Charme und Zweck bei. Das klingt wunderbar. Ich finde, es ist eine sehr erfüllende Erfahrung, sein eigenes Essen anzubauen. Das ist es wirklich. Es gibt nichts Besseres als den Geschmack von frisch geerntetem Gemüse. Lektion 29: Navigationsanweisungen. Wenn Sie sich also verlaufen haben, wie finden Sie am besten wieder den Weg? Normalerweise frage ich jemanden nach dem Weg. Das ist der schnellste Weg, um wieder auf die richtige Spur zu kommen, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Und manchmal ist es hilfreich, eine Karte oder ein GPS zur Hand zu haben, um sich besser orientieren zu können. Ja, aber manchmal muss man einfach auf Orientierungspunkte achten, besonders wenn man zu Fuß unterwegs ist. Stimmt. Ich finde es hilfreich, sich wichtige Punkte zu merken, zum Beispiel, wo man an der Ampel rechts abbiegen muss. Das ist eine großartige Strategie. Es geht darum, sich seiner Umgebung bewusst zu sein. Genau. Und wenn Sie eine Abzweigung verpassen, ist es gut zu wissen, wie Sie die Route ändern können. Auf jeden Fall. Anpassungsfähigkeit ist beim Navigieren entscheidend. Man weiß nie, welche Hindernisse einem begegnen könnten. Es ist wie im Leben, nicht wahr? Manchmal muss man unerwartete Wendungen nehmen.
Lektion 30, Wetterwunder. Hey, wie ist das Wetter heute? Ich habe gehört, es ist sonnig und warm, perfekt für ein Picknick. Ja, es ist wunderschön draußen. An solchen Tagen schätze ich die Natur noch mehr. Ich stimme zu. Es ist die ideale Gelegenheit, ein paar Freunde zusammenzubringen und eine Mahlzeit im Freien zu genießen. Auf jeden Fall. Es ist etwas Besonderes, an der frischen Luft und im Grünen zu essen. Und wir können anschließend ein paar Spiele spielen, um den Tag optimal zu nutzen. Das klingt nach einem Riesenspaß. Was sollten wir deiner Meinung nach zum Essen mitbringen? Ich denke, Sandwiches und frisches Obst wären eine gute Wahl, sie lassen sich leicht einpacken und essen. Tolle Idee. Und vielleicht ein paar erfrischende Getränke, um uns in der Sonne abzukühlen? Absolut. Eine gekühlte Limonade wäre perfekt für einen warmen Tag wie diesen. Lektion 31, Konfliktlösung. Es ist entscheidend, Konflikte anzusprechen, bevor sie eskalieren, meinen Sie nicht? Auf jeden Fall. Offene Kommunikation kann oft verhindern, dass sich aus Missverständnissen größere Probleme entwickeln. Ja, es ist in jeder Beziehung sehr wichtig, Gefühle und Sorgen proaktiv zu besprechen. Und es hilft, Vertrauen aufzubauen, das für gesunde Interaktionen unerlässlich ist. Genau. Manchmal geht es darum, bereit zu sein, zuzuhören und unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Ich stimme zu. Wir sollten auch kompromissbereit sein, denn das zeigt Respekt für die Ansichten des anderen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gemeinsamkeiten zu finden, kann oft zu besseren Lösungen führen. Ja, und es geht darum, zusammenzuarbeiten, nicht gegeneinander. Dadurch verläuft der Lösungsprozess wesentlich reibungsloser und konstruktiver. Lektion 32, hochwertige Kleidung. Wie beurteilen Sie die Qualität beim Kleiderkauf? Es kann wirklich ein Glücksspiel sein. Ich habe Erfahrungen gemacht, bei denen die Erwartungen nicht der Realität entsprachen. Ich verstehe. Deshalb lese ich vor dem Kauf immer die Bewertungen. Kluger Schachzug. Bewertungen können Erkenntnisse liefern, die in der Produktbeschreibung möglicherweise nicht enthalten sind. Genau. Es ist, als ob man einen kleinen Einblick in die Erfahrungen anderer Kunden erhält. Ja, und es ist hilfreich zu wissen, ob die Größe stimmt oder ob der Stoff nach dem Waschen noch hält. Stimmt. Ich investiere lieber in wenige Qualitätsstücke, als viele zu kaufen, die nicht lange halten. Das ist ein kluger Ansatz. Hochwertige Kleidung kann auf lange Sicht Geld sparen. Darüber hinaus kann das Tragen gut verarbeiteter Kleidung Ihr Selbstvertrauen und Ihr Wohlbefinden steigern. Lektion 33, Anweisungen entmystifiziert. Okay, was soll ich tun, wenn ich in die Innenstadt muss? Biegen Sie einfach an der Ampel rechts ab und schon kann es losgehen. Das klingt doch ganz einfach. Gibt es sonst noch etwas, worauf ich auf der Strecke achten sollte? Ja, achten Sie auf Verkehrsschilder. Sie können Ihnen den Weg weisen. Verstanden. Es ist immer gut, aufmerksam zu bleiben, wenn man durch beliebte Straßen fährt. Auf jeden Fall. Außerdem kann es Ihnen mehr Sicherheit geben, die wichtigsten Orientierungspunkte zu kennen. Genau.
Ich stelle mir den Weg vor mir gerne vor und verlasse mich nicht nur auf mein Gedächtnis. Das ist eine clevere Taktik. Sie kann die Reise weniger stressig machen. Und wenn ich doch einmal eine Abzweigung verpasse, muss ich eben die nächste Gelegenheit zum Wenden nutzen. Lektion 34: Kulturelles Erbe. Ich denke oft über die Bedeutung von Kultur und Erbe nach, sie prägen uns wirklich. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, sich mit unseren Wurzeln verbunden zu fühlen und unsere Geschichte zu verstehen. Insbesondere wenn man bedenkt, wie vielfältig und reich Kulturen auf der ganzen Welt sein können. Ja, und ich fühle mich verpflichtet, dieses großartige gemeinsame Erbe zu würdigen und zu bewahren. Genau. Es ist, als ob wir ein Stück unserer Vorfahren überall hin mitnehmen würden. Ich bin davon überzeugt, dass das Teilen dieser Werte mit anderen Verständnis und Respekt fördern kann. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, unsere Unterschiede zu feiern und gleichzeitig Gemeinsamkeiten zu finden. Und die Diskussion über das kulturelle Erbe kann eine sehr lohnende Erfahrung sein, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Es eröffnet einen Dialog, der zu tieferen Verbindungen führen kann. Lektion 35: Lagerprobleme. Sie wissen, dass die Instandhaltung eines Lagers die finanziellen Ressourcen stark belasten kann, insbesondere wenn es um die Modernisierung der Ausrüstung geht. Auf jeden Fall. Die Kosten können sich schnell summieren, sodass es für Unternehmen schwierig wird, so hohe Ausgaben zu rechtfertigen. Das stimmt, insbesondere wenn Sie mit anderen Fluggesellschaften konkurrieren müssen, die möglicherweise stärker auf Kostensenkung bedacht sind. Richtig, und wenn keine Fluggesellschaft in Verbesserungen investieren möchte, könnte dies auf lange Sicht zu ernsthaften Betriebsproblemen führen. Genau, und es ist frustrierend, weil diese Upgrades für die Sicherheit und Effizienz unerlässlich sind. Auf jeden Fall, und ohne moderne Ausrüstung laufen Sie Gefahr, gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten. Und je älter die Geräte werden, desto teurer werden die Reparaturen, wodurch ein Teufelskreis entsteht. Ja, und man fragt sich wirklich, wie es manchen Unternehmen gelingt, in einem so schwierigen Umfeld über Wasser zu bleiben. Es kommt letztendlich auf strategische Planung an und darauf, dass die Mittel sinnvoll eingesetzt werden. Lektion 36: Schätze aus dem Sekondhandladen. Ich war vor kurzem in einigen Sekondhandläden, um einzigartige Artikel zu finden. Es ist immer ein Abenteuer. Das klingt spannend. Konntest du Kleider oder Oberteile finden, die dir ins Auge gefallen sind? Ja, ich habe ein paar Vintage-Kleider gefunden, die absolut umwerfend sind. Wow! Vintage-Stücke haben oft so viel Charakter und können wirklich einzigartig sein. Genau. Ich liebe es, dass jedes Stück seine eigene Geschichte und seinen eigenen Charme hat. Haben Sie während Ihres Aufenthalts noch etwas Interessantes gefunden? Ich bin auch auf einige coole Accessoires wie Hüte und Taschen gestoßen, die einfach Persönlichkeit ausstrahlten. Das ist großartig. Sekondhandläden sind ideal, um einzigartige Modefunde zu entdecken, ohne die Bank zu sprengen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich denke, ich werde es zu einem regelmäßigen Teil meiner Einkaufsroutine machen. Lektion 37: Budgetfreundliche Fundstücke. Ich denke, es ist entscheidend, Artikel zu finden, die in unser Budget passen, insbesondere beim Einkauf von Grundbedarfsartikeln. Auf jeden Fall. Möchtest du, dass ich die Links zu einigen tollen Angeboten teile, die ich gefunden habe? Das wäre wirklich hilfreich. Ja, bitte.
Je mehr Optionen wir haben, desto bessere Entscheidungen können wir gemeinsam treffen. Ich schicke Sie gleich vorbei. Ich habe ein paar tolle Produkte gefunden, die nicht die Welt kosten. Das klingt perfekt. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir dabei zu helfen. Überhaupt kein Problem. Ich liebe es, gute Angebote zu finden. Für mich ist das wie eine Schatzsuche. Mir geht es genauso. Außerdem ist es immer schön, Geld zu sparen und gleichzeitig das zu bekommen, was wir brauchen. Genau. Halten wir dabei Ausschau nach Angeboten und Rabatten. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken können. Lektion 38: Ruhe bei Sonnenuntergang. Cool. Ich liebe es, im Sand zu liegen und den Sonnenuntergang zu beobachten. Es ist ein so friedliches Erlebnis. Absolut. Die Farben am Himmel am Ende des Tages haben etwas Magisches. Ja, diese leuchtenden Orange- und Pinktöne sind einfach atemberaubend. Ich stimme zu. Es ist die perfekte Zeit, um zu entspannen und den Tag Revue passieren zu lassen. Und das Geräusch der Wellen, die gegen die Küste schlagen, trägt zur beruhigenden Atmosphäre bei. Auf jeden Fall. Es ist die perfekte Kulisse, um zu entspannen und den Moment zu genießen. Ich denke, wir sollten nur dafür einen Strandausflug planen, das wäre so erfrischend. Das klingt fantastisch. Ein Picknick am Strand bei Sonnenuntergang wäre der ideale Abschluss des Tages. Ja. Lasst uns ein paar Snacks und Getränke besorgen, damit es ein unvergessliches Erlebnis wird. Lektion 39: Gesunde Entscheidungen. Besorgen wir uns für die Woche etwas Obst und Gemüse, sie sind für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. Klingt gut. Worauf hast du Lust? Ich hätte Lust auf etwas Frisches und Knackiges. Ich überlege, mir ein paar saftige Erdbeeren und knackige Gurken zu holen. Tolle Auswahl. Erdbeeren eignen sich perfekt zum Naschen und Gurken sind im Salat so erfrischend. Genau. Außerdem können wir sie in Smoothies für ein nahrhaftes Frühstück verwenden. Ja. Ich liebe es, den Tag mit einem Smoothie voller frischer Zutaten zu beginnen. Und vergessen Sie nicht die Avocados, sie eignen sich hervorragend für die Zubereitung köstlichen Toasts. Absolut. Avocado-Toast gehört für mich zum Frühstück einfach dazu, er ist lecker und sättigend. Damit wir nichts vergessen, erstellen wir eine Liste mit allem, was wir kaufen möchten. Lektion 40: Fitnessroutinen. Wie lange verbringst du normalerweise im Fitnessstudio? Ich versuche normalerweise, etwa eine Stunde zu bleiben. Das klingt ungefähr richtig. Manchmal schiebe ich es etwas länger auf, wenn ich an einem bestimmten Ziel arbeite. Ja, ich finde, dass eine Stunde ein guter Ausgleich ist, besonders wenn ich konzentriert und motiviert bin. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, diese Zeit optimal zu nutzen und sich selbst wirklich herauszufordern. Haben Sie ein bevorzugtes Trainingsprogramm, an das Sie sich halten? Ich liebe es, Cardio- und Krafttraining zu kombinieren, das hält die Sache interessant. Das ist clever. Normalerweise konzentriere ich mich auf Krafttraining, möchte aber mehr Cardio einbauen. Cardiotraining kann Ihr Energieniveau und Ihre Ausdauer deutlich steigern. Es lohnt sich, es in Ihr Trainingsprogramm aufzunehmen. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Lasst uns gegenseitig motivieren, unsere Fitnessziele zu erreichen.
Lektion 41, Städte erkunden. Wie wäre es mit einem Besuch einer Stadt, die für ihre ikonische Architektur und ihr pulsierendes Nachtleben berühmt ist? Das klingt nach einer unglaublichen Idee. Es ist etwas Besonderes, eine Stadt nach Einbruch der Dunkelheit zu erleben. Absolut. Licht und Atmosphäre können die Atmosphäre eines Ortes völlig verändern. Und berühmte Gebäude sehen nachts beleuchtet noch beeindruckender aus. Es ist, als würde man durch eine Postkarte gehen. Ja. Außerdem kann das Erkunden neuer Viertel und das Probieren lokaler Gerichte zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Dem kann ich nur zustimmen. Es geht darum, in die Kultur und Atmosphäre der Stadt einzutauchen. Lassen Sie uns eine Liste der Städte erstellen, auf die diese Beschreibung zutrifft, damit wir mit der Planung beginnen können. Tolle Idee. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten wir für unser nächstes Abenteuer haben. Ich auch. Es wird großartig sein, in einer pulsierenden Stadt voller Leben Erinnerungen zu schaffen. Lektion 42, offene Kommunikation. Und wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Das ist wirklich lieb von Ihnen. Offene Kommunikation macht alles viel einfacher. Absolut. Ich glaube, es ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ja. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und die Zusammenarbeit zu fördern. Auf jeden Fall. Je mehr wir kommunizieren, desto reibungsloser verläuft der Prozess. Ich stimme zu. Außerdem können wir so alle Bedenken ausräumen, bevor sie zu größeren Problemen werden. Genau. Ich bin immer offen für Feedback und Vorschläge. Das hilft mir, mich zu verbessern. Das ist eine tolle Einstellung. Ich schätze Ihre Bereitschaft zum offenen Dialog. Vielen Dank. Gemeinsam können wir ein positives und produktives Umfeld schaffen. Lektion 43, historischer Kontext. Ihr eigener Kopf gegen seinen Kopf, Smith wurde freigelassen und kehrte nach Jamestown zurück. Das ist eine ziemliche Geschichte. Das ist es wirklich. Die Geschichte dieser frühen Siedlungen ist voller faszinierender Ereignisse und Persönlichkeiten. Absolut. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, mit welchen Herausforderungen sie damals konfrontiert waren. Ja, und die Beziehungen zwischen Siedlern und indigenen Völkern waren komplex und oft turbulent. Genau. Wenn wir diese Dynamik verstehen, können wir uns ein klareres Bild von dieser Ära machen. Ich denke, es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, um zu vermeiden, dieselben Fehler zu wiederholen. Auf jeden Fall. Die Geschichte bietet uns wertvolle Lektionen, die wir auf unser heutiges Leben anwenden können. Ja, und es ist immer interessant zu erforschen, wie diese Ereignisse die Zukunft der Nation geprägt haben. Ich würde gerne tiefer in einige dieser historischen Geschichten eintauchen, es gibt so viel zu entdecken. Lektion 44, historische Herausforderungen. Im Frühjahr 1813 war die ganze Provinz verzweifelt und drohte im Chaos zu versinken. Was für eine turbulente Zeit. Es zeigt deutlich, wie zerbrechlich Stabilität in Zeiten von Konflikten und Veränderungen sein kann. Absolut. Der Druck muss sowohl für die Politiker als auch für die Bürger enorm gewesen sein. Ja, und das Verständnis dieser historischen Zusammenhänge hilft uns, die Kämpfe zu verstehen, mit denen unsere Vorfahren konfrontiert waren. Genau.
Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese Ereignisse zukünftige Generationen beeinflusst haben. Ich stimme zu. Es erinnert uns an die Widerstandsfähigkeit der Menschen angesichts von Widrigkeiten. Auf jeden Fall. Historische Herausforderungen führen oft zu bedeutenden Fortschritten und Veränderungen in der Gesellschaft. Ja, und die Lehren aus dieser Zeit können uns auch heute noch berühren. Ich denke, es ist wichtig, dass wir über diese Ereignisse und ihre Auswirkungen auf unser Leben nachdenken. Lektion 45: Kreative Freiheit. Ich bin davon überzeugt, dass die Gesamtwirkung einer Sache umso größer ist, je länger wir daran arbeiten müssen. Das ist eine tolle Perspektive. Manchmal zahlt es sich wirklich aus, sich die Zeit zu nehmen, etwas zu perfektionieren. Auf jeden Fall. Wenn Sie Aufgaben überstürzen, können Fehler passieren, die das Endprodukt beeinträchtigen können. Ja. Kreativität gedeiht, wenn wir uns die Freiheit nehmen, Ideen ohne Druck zu erforschen. Genau. Es ist wichtig, Freude am Prozess zu haben, anstatt sich nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Dem kann ich nur zustimmen. Wenn uns unsere Arbeit Spaß macht, zeigt sich das oft in der Qualität unserer Arbeit. Ja, und diese Begeisterung kann ansteckend sein und andere zu positivem Engagement inspirieren. Auf jeden Fall. Behalten wir das im Hinterkopf, wenn wir gemeinsam an unseren Projekten arbeiten. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was wir schaffen können, wenn wir uns Zeit nehmen und Spaß dabei haben. Lektion 46: Fensterwunder. Auf Reisen bevorzuge ich immer einen Fensterplatz. Es hat etwas Magisches, die Landschaft draußen zu beobachten. Ich stimme voll und ganz zu. Die Art und Weise, wie sich die Landschaft während einer Reise verändert, ist faszinierend, nicht wahr? Ja, besonders wenn man Berge oder Flüsse von oben sieht, fühlt es sich an, als würde ein Gemälde zum Leben erwachen. Genau. Und man kann kleine Städte und Felder erkennen, die man vom Boden aus nie bemerken würde. Während wir vorbeifliegen, träume ich davon, wie das Leben an diesen Orten ist. Oh, ich auch. Es ist faszinierend, über die Geschichten hinter diesen Landschaften und den Menschen, die dort leben, nachzudenken. Und wenn die Sonne untergeht, können die Farben am Himmel atemberaubend sein. Das ist das Beste. Die goldene Stunde lässt alles so schön, fast surreal aussehen. Ich liebe es, diese Momente mit meiner Kamera festzuhalten, sie sind wie Schnappschüsse von Erinnerungen. Lektion 47: Fischige Freunde. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie Goldfische in ihrem Aquarium miteinander interagieren? Ja. Sie schwimmen nebeneinander und scheinen fast Spiele zu spielen, nicht wahr? Es ist, als hätten sie ihre eigene kleine Welt voller Spaß und Neugier. Ich weiß. Es ist so unterhaltsam, ihnen beim Herumflitzen zuzusehen, und es bringt mich immer zum Lächeln. Sie haben auch so leuchtende Farben, es ist wie ein lebendiges Kunstwerk im Tank. Wenn sie zusammen schwimmen, kommt ihre Persönlichkeit wirklich zum Vorschein. Genau. Manchmal frage ich mich, ob sie auf ihre eigene Art miteinander kommunizieren. Das wäre faszinierend. Stellen Sie sich die Gespräche vor, die Sie beim Herumschwimmen führen könnten. Ich glaube, sie genießen die Gesellschaft des anderen, genau wie wir, wenn wir zusammen abhängen. Lektion 48: Einzigartige Aufenthalte. Ich hatte kürzlich ein einzigartiges Erlebnis mit Erpenpf, das ich gerne teilen möchte.
Ach wirklich? Was machte es so besonders? Nun, wir konnten unseren Aufenthalt komplett individuell gestalten, von der Einrichtung bis zu den geplanten Aktivitäten. Das klingt fantastisch. Die Personalisierung Ihres Erlebnisses kann einen großen Unterschied machen. Das stimmt wirklich. Wir fühlten uns wie zu Hause, was die Reise noch angenehmer machte. Ich liebe diese Idee. Es ist, als ob Sie einen maßgeschneiderten Urlaub nur für sich selbst hätten. Genau. Außerdem war der Gastgeber super freundlich und hat uns tolle Empfehlungen für lokale Orte gegeben. Das verleiht dem Ganzen eine ganz persönliche Note und macht das Erkunden eines neuen Ortes noch spannender. Ja. Und wir lernten andere Gäste kennen, wodurch wir uns wie eine kleine Gemeinschaft fühlten. Lektion 49: Shakespeares Einfluss. Wussten Sie, dass Shakespeare offenbar viele Wörter in die Sprache eingeführt hat? Ja, das habe ich gehört. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie seine Werke die englische Sprache im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Genau. Viele Redewendungen, die wir heute verwenden, stammen aus seinen Theaterstücken und Sonetten. Absolut. Seine sprachliche Kreativität ist wirklich bemerkenswert und beeinflusst auch heute noch Schriftsteller. Ich denke, dass die Diskussion seines Einflusses uns helfen kann, den Reichtum der englischen Sprache wertzuschätzen. Ja. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich die Sprache im Laufe der Zeit entwickelt und anpasst. Ich würde gerne einige seiner weniger bekannten Werke erkunden und sehen, welche neuen Ausdrucksformen ich entdecken kann. Das klingt nach einer großartigen Idee. Tauchen wir gemeinsam in seine Gedichte und Theaterstücke ein. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine unterhaltsame Möglichkeit sein, unser Verständnis von Sprache und Literatur zu vertiefen. Lektion 50: Effektives Zeitmanagement. Ich habe versucht, meine Zeit effektiv einzuteilen. Es ist wichtig, Aufgaben zu priorisieren. Auf jeden Fall. Durch das Setzen von Prioritäten wird sichergestellt, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden. Ja. Ich finde oft, dass größere Projekte weniger überwältigend wirken, wenn man sie in kleinere Teile aufteilt. Das ist ein cleverer Ansatz. So können Sie sich auf einen Schritt nach dem anderen konzentrieren und Ihren Fortschritt verfolgen. Genau. Außerdem motiviert mich das Feiern dieser kleinen Erfolge, weiterzumachen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Ordnung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Produktivität und zur Stressreduzierung ist. Ich arbeite daran, einen Tagesplan zu erstellen, der mir hilft, auf Kurs zu bleiben. Das ist eine tolle Idee. Lasst uns unsere Planungstechniken austauschen, um uns gegenseitig zu verbessern. Das würde mich freuen. Gemeinsam können wir effektive Strategien für ein besseres Zeitmanagement finden.